Was ist Wahrheit? Unsere Welt wird komplexer, schneller und unübersichtlicher. Es ist schwierig, sich im Labyrinth des modernen Lebens zurechtzufinden. Regierungen, Wissenschaftler und Medien behaupten, Antworten auf unsere Fragen zu haben. Doch ist das die Wahrheit? Als erwachsene Menschen, die die Wahrheit kennen, wissen wir, dass nur wahr ist, was sich auch wahr anfühlt. Doch unsere Kinder verlernen diese einfache Erkenntnis. Deshalb ist es die Aufgabe von Bildungseinrichtungen, den Kindern die Wahrheit zu vermitteln und sie vor Lügen zu schützen, mit denen die geheimen Lenker der neuen Weltordnung nach ihren Seelen greifen wollen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Lehrplan. Das ist unsere Schule der Wahrheit. Sklawitz im Landkreis Niederdrückberg bei Herrschingen. Ein friedlicher Morgen in einem friedlichen Dörfchen, das gar nichts mit diesem Film zu tun hat. Irgendwo ganz woanders, an einem Ort, den wir hier vor der Regierung der BRD GmbH und den amerikanischen Wirtschaftsimperialisten streng geheim halten wollen, besuchen ungefähr 20 glückliche und freie Kinder gemeinsam die 1. bis 23. Klasse der Schule der Wahrheit. Was sagt der Honigmann? Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli. Eine Lernumgebung zu schaffen, wo die Kinder unbeeinflusst von den Lügen der Außenwelt in Ruhe die Wirklichkeit kennenlernen, dies war einst der Wunsch einer Elterninitiative, der zur Gründung der Schule der Wahrheit geführt hat. Mein Mann und ich haben damals diese Schule gegründet. Das war, bevor mein Mann von den weißen Arcturianern geholt wurde. Wir haben diese Schule gegründet, um unserem kleinen Thomas etwas Besseres zu bieten. Und dann kamen die weißen Arcturianer und haben unserem Hund einen Chip eingepflanzt. Und jetzt muss man Angst haben, dass sie Thomas auch noch holen kommen. Das didaktisch-pädagogische Konzept der Schule sieht sich bewusst als Gegenbewegung zum Mainstream-Lehrplan herkömmlicher Bildungseinrichtungen. Die Schüler lernen hier wirklich nur das, worauf es im Leben ankommt, und das ist zuerst einmal der persönliche, klare und kritische Blick. Es braucht dazu auch nicht immer den herkömmlichen Lehrer, denn jeder hier ist selbst ein Experte auf seinem eigenen Spezialgebiet. Aber was war am 5.2.2003? Das waren 23 Tage nach meinem 6. Geburtstag. Siehst du, die Erde ist hohl innen drin. Genau wie du. A wie Atombombe. O wie Oktoberfest, U wie UFO. I wie Illuminati, E wie Evolutionstheorie. Wir machen jetzt hier Sachkundeunterricht und fertigen Übersichtstafeln mit Zeitungsartikeln und Bildern an. Die Artikel sind zufällig ausgewählt und wir müssen erstmal wichtige Wörter unterstreichen und mit Bindfäden und Magneten neu zuordnen, was womit zusammengehört. Hier zum Beispiel. Wir haben herausgefunden, dass Frau Merkel und der Ku Klux Klan unter einer Decke stecken.
Mein Mann und ich, wir hatten es erst schwer, weil der Staat die Schule nicht anerkannt hatte. Aber dann hatte mein Mann die Lösung. Wir haben einfach den Staat nicht anerkannt. Und auf einmal ging's. Ja. Dann haben sie ihn entführt. Fächerverbindender Unterricht, Sport und Deutsch. Im Lehrplan der Schule steht heute psychomotorische Selbststeuerung und ausweichende Argumentationsstrategien. Was es damit auf sich hat, erklärt uns Sportlehrerin Sigrid Heil, eine von 2 Lehrern der Schule. Also im Grunde ist das ganz einfach. Die Schüler laufen mit verbundenen Augen, blind sozusagen, durch ihre Umgebung. Ihre Mitschüler stellen ihnen Hindernisse in den Weg, sogenannte Fakten und Argumente. Ziel ist es, diesen Fakten und Argumenten, diesen Hindernissen aus dem Weg zu gehen, sie zu umschlängeln. Man kann sie natürlich auch durch rohe Gewalt einfach niedertrampeln. Stolpert doch mal ein Schüler über ein Argument oder einen Fakt, muss er laut ein möglichst passendes Nomen, ein Gegenargument sozusagen brüllen. Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Sehr gut, Lutz. Sehr gut. So, ich hole jetzt mal meinen Kollegen, den Herrn Pastelka. Wir haben nämlich bereits seit 2 Minuten Kunstunterricht. So, jetzt bin ich der Herr... Also, ich bin der Herr Pastelka. Ich unterrichte Kunst. Folgen Sie mir. Am Anfang, da hatten wir nur eine Lehrerin an unserer Schule, das war die Sigrid Heil. Und die Sigrid Heil, die kannte ich aus meiner Therapiegruppe, die hatte gute Kontakte zu den Reptiloiden der inneren Erde. Ja, und da haben wir versucht, da anzurufen, aber wir haben ja nie jemanden erreicht, da geht ja nie jemand ans Telefon. 2 Stunden, nachdem die meinen Mann geholt haben, haben sie doch jemanden geschickt. Fred Pastelka aus Schmochtitz. Und der gibt jetzt Kunst. Im Kunstunterricht erhalten die Kinder die Aufgabe, diffuse Feindbilder zu malen. Die Ergebnisse sollen so verwaschen wie möglich aussehen, so dass man die unterschiedlichsten Feinde ganz einfach miteinander austauschen kann, ohne dass der Betrachter etwas davon bemerkt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir malen alles aus dem Kopf, ohne die Vorlagen vorher wirklich genau anzuschauen. Das ist wichtig, ansonsten verliert das Bild die Bedrohlichkeit und ist nicht abstrakt genug. Am besten nimmt man starre Schablonen. Das ist gar nicht so einfach. Einerseits sollen wir bedrohliche Farben verwenden und andererseits stark verfremden. Wer fertig ist, darf dann auch zur Belohnung Transparente malen für die nächste Demo. Ach Kinder, denkt ihr dran. Morgen ist die Exkursion in euren Heimatort. Bringt ihr eure Schutzanzüge mit. Darf ich da auch mit? Bist du geimpft? Na klar. Nee, dann geht das nicht. Heute steht etwas Besonderes auf dem Tagesprogramm. Die Schüler unternehmen eine Exkursion durch ihren Heimatort. Dafür haben sie Spezialausrüstung von der Schule bekommen. Es ist Aufgabe der Schüler, eindeutige Spuren von politischen und ideologischen Verschwörungen in ihrer Heimatregion zu finden. Im Anschluss an die Exkursion werden sie ihre nicht widerlegbaren Beweise auf selbst erstellten Webseiten in bunter, blinkender Schrift veröffentlichen und so zur Verbreitung der absoluten Wahrheit beitragen. Und wir sind ziemlich stutzig geworden, als wir gesehen haben, wie viele Briefkästen es hier gibt. Und da haben wir die Position aller Briefkästen auf einer Stadtkarte eingezeichnet. Ja, und wenn man alle Punkte miteinander verbindet, ergibt sich das Wort Dönerkebab. Das ist ein Beweis der schleichenden Islamisierung des Abendlandes.
Was los? Eine 5-Jährige wurde gegessen. Na. Lebendig vom Flüchtling. So eine Schule der Wahrheit ist bitter nötig.